Ja, guten Morgen zusammen. So, vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, das letzte Mal, dass ich hier war, und zwar in Vietnam. Phu Mai sind wir wieder angekommen. Gefühlt genau am gleichen Ort wie letztes Mal, das ist für mich noch gut zu wissen. Habe ich hier diesen Hund gekauft und der hat mich ja 4 Euro gekostet. Und wenn ich den jetzt bei jedem Ausflug trage hier in Vietnam, dann sind das 4 Mal. Also hat das für jeden Ausflug 1 Euro gekostet und dann hat sich das bereits gelohnt. Also heute nehme ich ihn wieder mit. Ich fühle mich schon fast wie ein Vietnamese. Nee, also was haben wir heute? Heute fahren wir wieder zur zur Hauptstadt. Echt und Namen. Das ist hier ein bisschen alles schwierig auszusprechen. Jedenfalls fahren wir zur Hauptstadt und steigen da auf ein Boot und fahren mit dem Boot einmal zu einem rekonstruierten Dorf und zu einem schwimmenden Tempel und machen, glaube ich, noch einen Fotostop. Also es ist doch einiges dabei, es sind über 2 Stunden Bootsfahrt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann gibt es noch eine kleine Tour mit dem Bus durch die Hauptstadt. Und wir haben 1 Stunde Freizeit. Und ja, wir fahren halt 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Das sind schon mal 4 Stunden weg, 2 Stunden Boot. Dann sind wir bei 6 Stunden. Naja, 1 Stunde Freizeit sind wir bei 7 Stunden. Ich habe keine Ahnung, es ist ein 10-Stünder. Also wo die anderen 3 Stunden drauf gehen. Wir haben natürlich noch Mittagessen. Da geht natürlich auch nochmal 1 Stunde drauf. Und dann ein bisschen die Rundfahrt, geht natürlich auch eine Zeit drauf. Genau, also wir sind 10 Stunden unterwegs. Ich hoffe, ich finde was Cooles. Leider sind es 2 große Busse. Ich gehe davon aus, ich habe da leider kein Internet. Denn letztes Mal, vielleicht mögt ihr euch erinnern, war ich so in diesen kleinen Bussen und die hatten WLAN. Das war ja richtig cool. Von dem her, naja, schauen wir mal. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß. Ich freue mich schon darauf. Also, bis gleich.
Ja, hallo zusammen. So, hier hinten seht ihr einen Teil, den ich halt wieder nicht mag, der hier Kultur ist, der hier Brauch ist, den ich halt einfach, ich sage jetzt mal, als tierliebenden Mensch in dieser Art und Weise so nicht gutheißen kann. Das tut mir einfach leid. Hier werden Tiere verkauft, Vögel, Aale, Schildkröten, ganz kleine Schildkröten, also größere Schildkröten. Hier kannst du vieles an Tieren kaufen und die kannst du dann nach dem Beten freilassen. Nur müssen sie zuerst einmal eingefangen werden, damit sie hier gehalten werden, und hier werden sie halt auf kleinstem Raum gehalten. Also echt richtig krass. Von dem her, ja, so Sachen müsst ihr einfach rechnen, wenn ihr halt in solchen Regionen geht. Aber wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache. I should've let you go. I should've let you just walk on by. Never even said hi. No, then we would never know just how hard it feels to open up hearts, to have to let them go. But we can't turn back now, 'cause we've come too far to not leave broken hearts. I guess something inside my soul just couldn't stand to let you walk away so easily. No. And maybe in time we can figure out just what these moments are all about. All we guaranteed is a little change. Oh, I don't want my heart to feel this way again. And I just need a little more time to make sure what we're doing is right. I just need a little more time to make sure that we're doing this right. Oh yeah, I figured that I'd stop by just one more time and let you know what's really on my mind. Oh yeah, we both got a lot to say, but the words escape. It never seems to be an easy way. No, I hope and pray we at least get just one more dance. We deserve to give this love a chance. 'Cause we got enough to try. We just need. Ja, so, das geht gerade echt richtig Schlag auf Schlag. Gerade waren wir bei dem Tempel, dann sind wir kurz hierher gefahren. Nicht so Speedboat-mäßig, wie sich das vielleicht anhört, sondern mehr so gemütlich. Jetzt sind wir in diesem Dorf hier angekommen, haben frische Früchte von hier bekommen, ganz cool, so 2 Stück kannte ich gar nicht davor, hat echt gut geschmeckt. Noch eine Kokosnuss haben wir bekommen, halt einfach das Wasser von den Rest kriegst du so nicht raus, ohne dass man es aufmacht oder so, aber war echt auch richtig cool. Und ja, leider in 10 Minuten treffen wir uns schon wieder ganz vorne beim Bus. Von dem her alles ein bisschen hektisch, aber ich versuche so viel wie möglich für euch einzufangen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch genauso. Also weiterhin viel Spaß. I just need a little more time to make sure, yeah, what we're doing is right. Oh, I just need a little more time, yeah, to make sure that we're doing this right. Oh yeah.
Ja, so, das Essen ist auch vorbei. Das war echt richtig toll. Hatte viele coole Sachen. Etwas schwer für mich zum herausfinden, wo es Seafood drin hat und wo nicht, aber sonst echt richtig toll. Ich muss noch kleine Berichtigung machen. Ich glaube, ganz am Anfang sagte ich von wegen, wir gehen in die Hauptstadt Vietnams. Es hat sich herausgestellt, dass es so nicht ganz war. Es ist, glaube ich, die Hauptstadt des Südens von Vietnam, Ho Chi Minh Stadt. Die Vietnamesen selber sagen immer noch Saigon-Stadt, nach dem, was ich gehört habe. Von dem her, also wir sind heute natürlich nicht in der Hauptstadt von Vietnam, sondern in Saigon, Saigon-Stadt, Ho Chi Minh Stadt. Das hier ist Ho Chi Minh, ich glaube, das weiß ich noch vom letzten Mal, irgendwie sowas mit der Vereinigung von Nord- und Südvietnam und deshalb wurde dann diese Stadt hier umbenannt, so in dieser Art und Weise. Ja, tut mir leid, ich wusste es am Anfang nicht mehr ganz genau so, wie es war. Ja, hallo zusammen. So, wir haben jetzt noch eine Stunde Freizeit in der Nähe dieses Financial Tower, wo man hoch hinaus kann, soviel ich weiß. Habe ich das aber nächste Woche. Deshalb dachte ich mir, nee, ich benutze diese Freizeit wirklich mal, um die Region darum herum anzuschauen und nicht auf diesen Financial Tower zu gehen. In der Hoffnung, ich bin wirklich richtig, dass wir das nächste Woche noch haben. Also übernächste Woche, in 2 Wochen bin ich ja wieder hier. So, also, und jetzt gerade beim Herumgehen und so, habe ich hier einen kleinen Markt entdeckt. Da kannst du alles kaufen, was man essen kann. Also wirklich mit Früchten, Obst und. Entschuldigung, wenn ich etwas hin und her schaue. Ich will nur nicht, dass jemand mein iPhone klaut. Hier gibt es aber auch alles, was verpackt ist in Dosen und weiß nicht was. Also hier gibt es wirklich alles, von Süßigkeiten über Gesundes, über frische Fische, also wirklich die halt noch leben, Aale, Hummer. Man hat vielleicht gleich gesehen, das Fleisch, das einfach so auf der Theke bearbeitet wird. Also ja, hier gibt es alles. Dementsprechend riecht es auch sehr unterschiedlich. Also es gibt so Augenblicke, wo du denkst, das riecht gerade fein. Und dann kommst du in so einzelnen Regionen, wo du denkst, oh, was ist denn das? Da muss ich gleich weg. Dass wenn es dann so eine Mischung ist aus Stinkfrucht und irgendwie gegarener Käse, also wirklich ganz kuriose Mischung, wo du denkst, oh, da muss ich weg. Nee, echt interessant. Jetzt an sich ist es von dieser Stunde, sind jetzt etwa noch 15 Minuten über und dann ist es vorbei. Also mal schauen, was ich sonst noch finde für euch. Und danach geht's zurück. Das war's dann auch mit dem Ausflug. Was soll ich sagen? Er war cool. Letzter Ausflug fand ich cooler. Hier sieht man viel mehr Dreck, als mir das letzte Mal aufgefallen ist. Keine Ahnung, kann sein, dass das Mekong-Dreieck nicht so verschmutzt ist wie diese Hauptstadt oder wie diese Großstadt hier. Ja,
keine Ahnung. Trotzdem natürlich, Flussfahrt ist immer was Schönes. Ein bisschen Speedboot, dazwischen war Speedboot. Der Rest war eher so Tuckern, aber war auch okay. Das Essen war top, das Essen war richtig cool, das Essen war wirklich gut. Hat mir gefallen. Was hatten wir denn noch? Der Tempel war schön, die Stadt war wirklich, also dieses nachgebaute Dorf war wirklich süß. War wirklich eine wunderschöne Tour. Jetzt vorher noch einen Teil zu Fuß hier durchgegangen, noch 2, 3 Sachen angeschaut, wie der Palast, wie das Postamt und so weiter. War echt schön. War ein schöner Ausflug, von dem her jetzt kein Highlight, aber trotzdem ganz cool. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen. Wie gesagt, es gibt sicher noch ein paar Bilder von hier und dann von der Rückfahrt. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bye, bye!